Gesamtfragenkatalog zum Test Leben in Deutschland und zum Einbürgerungstest 2025, 2026. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil hier Meinungsfreiheit gilt. Hier Meinungsfreiheit gilt. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Religionsunterricht teilnimmt. Religionsunterricht teilnimmt. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Alle Einwohnerinnen und Einwohner und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Die Wählerin, der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. Die Wählerin, der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. Wie heißt die deutsche Verfassung? Grundgesetz. Grundgesetz. Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? Alle sollen gleich viel Geld haben. Alle sollen gleich viel Geld haben. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländerinnen, Ausländer? Das Grundrecht auf Asyl. Asyl. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Die Geldstrafe. Die Geldstrafe. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt? Grundgesetz. Grundgesetz. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden. Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden. Im Parlament steht der Begriff Opposition für alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören. Im Parlament steht der Begriff Opposition für alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich meine Meinung im Internet äußern kann. Meine Meinung im Internet äußern kann. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Zwangsarbeit. Zwangsarbeit.
Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. Die deutschen Gesetze verbieten Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger durch den Staat. Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger durch den Staat. Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert? Die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen. Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann verfassungswidrig. Verfassungswidrig. Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland? Bild 1. Bild 1. Was für eine Staatsform hat Deutschland? Republik. Republik. In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen bei einer Firma oder Behörde beschäftigt. Bei einer Firma oder Behörde beschäftigt. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? 16. 16. Was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland? Elsass-Lothringen. Elsass-Lothringen. Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Deutschland ist ein Bundesstaat. Ein Bundesstaat. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? Das wahlberechtigte Volk. Das wahlberechtigte Volk. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? Adler. Adler. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Pressezensur. Pressezensur. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland Koalition. Koalition. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Presse. Presse. Welche Aussage ist richtig? In Deutschland sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. In Deutschland sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. Was ist Deutschland nicht? Eine Monarchie. Eine Monarchie. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Sozialabgaben. Sozialabgaben.
Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung. Wie werden die Regierungschefinnen, Regierungschefs der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? Ministerpräsidentin, Ministerpräsident. Ministerpräsidentin, Ministerpräsident. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Was hat jedes deutsche Bundesland? Eine eigene Regierung. Eine eigene Regierung. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger vertreten werden. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger vertreten werden. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? Das Parlament. Das Parlament. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Wen kann man als Bürgerin/Bürger in Deutschland nicht direkt wählen? Die Bundespräsidentin, den Bundespräsidenten. Die Bundespräsidentin, den Bundespräsidenten. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? Sozialversicherung. Sozialversicherung. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? Er baut Straßen und Schulen. Er baut Straßen und Schulen. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? Die Bürgerversammlung. Die Bürgerversammlung. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik? Die Bundesländer. Die Bundesländer. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Was bedeutet Rechtsstaat in Deutschland? Der Staat muss die Gesetze einhalten. Der Staat muss die Gesetze einhalten. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Direktive. Direktive.
Was zeigt dieses Bild? Den Bundestagssitz in Berlin. Den Bundestagssitz in Berlin. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Ordnungsamt. Ordnungsamt. Wer wird meistens zur Präsidentin, Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt? Eine Abgeordnete, ein Abgeordneter der stärksten Fraktion. Eine Abgeordnete, ein Abgeordneter der stärksten Fraktion. Wer ernennt in Deutschland die Ministerinnen, die Minister der Bundesregierung? Die Bundesratspräsidentin, der Bundesratspräsident. Die Bundesratspräsidentin, der Bundesratspräsident. Vor wie vielen Jahren gab es erstmals eine jüdische Gemeinde auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands? Vor etwa 1700 Jahren. Vor etwa 1700 Jahren. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Legislative. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur Legislative. Was bedeutet Volkssouveränität? Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das Landtagswahl. Landtagswahl. Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive? Die Gerichte. Die Gerichte. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in Bund, Länder und Kommunen. Bund, Länder und Kommunen. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, das Bundeskabinett zu bilden. Das Bundeskabinett zu bilden. Welche Städte haben die größten jüdischen Gemeinden in Deutschland? Berlin und München. Berlin und München. Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer? Schulpolitik. Schulpolitik. Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? Gemeinden. Gemeinden. Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben der deutschen Bundespräsidentin, des deutschen Bundespräsidenten? Er schlägt die Kanzlerin den Kanzler zur Wahl vor. Er schlägt die Kanzlerin den Kanzler zur Wahl vor. Wo hält sich die deutsche Bundeskanzlerin, der deutsche Bundeskanzler am häufigsten auf? Am häufigsten ist er in Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. Am häufigsten ist er in Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. Wie heißt die jetzige Bundeskanzlerin, der jetzige Bundeskanzler von Deutschland? Er heißt Friedrich Merz.
Er heißt Friedrich Merz. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit Christlich-Demokratische Union und Christlich-Soziale Union und Alternative für Deutschland. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit Christlich-Demokratische Union und Christlich-Soziale Union und Alternative für Deutschland. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Bundestag. Bundestag. Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier. Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? Christlich-Demokratische Union. Christlich-Demokratische Union. Was ist die Bundeswehr? Die Deutsche Armee. Die Deutsche Armee. Was bedeutet die Abkürzung SPD? Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland? Freie Demokratische Partei. Freie Demokratische Partei. Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht. Wer wählt die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler in Deutschland? Der Bundestag. Der Bundestag. Wer leitet das deutsche Bundeskabinett? Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler? Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler? Wer wählt die deutsche Bundeskanzlerin den deutschen Bundeskanzler? Der Bundestag. Der Bundestag. Welche Hauptaufgabe hat die deutsche Bundespräsidentin, der deutsche Bundespräsident? Er repräsentiert das Land. Er repräsentiert das Land. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Die Regierungsvertreter der Bundesländer. Die Regierungsvertreter der Bundesländer. Wer wählt in Deutschland die Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten? Die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland? Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident? Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident? Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag kontrolliert die Regierung. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag kontrolliert die Regierung. Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament? Fraktion. Fraktion. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch den Bundesrat. In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird
Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland? Christlich-Soziale Union. Christlich-Soziale Union. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? 18. 18. Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland? Schulpflicht. Schulpflicht. Wie kann jemand, der den Holocaust leugnet, bestraft werden? Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist? Sozialversicherung. Sozialversicherung. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren? Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? Die Lebensversicherung. Die Lebensversicherung. Gewerkschaften sind Interessenverbände der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Womit kann man in der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden, wenn man auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder sozialem Gebiet eine besondere Leistung erbracht hat? Mit dem Bundesverdienstkreuz. Mit dem Bundesverdienstkreuz. Was wird in Deutschland als Ampelkoalition bezeichnet? Die Zusammenarbeit von SPD, FDP und Bündnis 90 oder die Grünen in einer Regierung. Die Zusammenarbeit von SPD, FDP und Bündnis 90 oder die Grünen in einer Regierung. Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein? Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelferinnen, Wahlhelfern in Deutschland? Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelferinnen, Wahlhelfern? Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl.
Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? 4 Jahre. 4 Jahre. Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, die der Bürgerin/Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Die der Bürgerin/Bürger der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist. Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland? Alle 4 Jahre. Alle 4 Jahre. Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt? 4 Jahre. 4 Jahre. Welche Handlungen mit Bezug auf den Staat Israel sind in Deutschland verboten? Der öffentliche Aufruf zur Vernichtung Israels. Der öffentliche Aufruf zur Vernichtung Israels. Die Wahlen in Deutschland sind geheim. Geheim. Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die die meisten Stimmen bekommt. Die meisten Stimmen bekommt. An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist ein Recht. Ein Recht. Was bedeutet aktives Wahlrecht in Deutschland? Man kann wählen. Man kann wählen. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das aktives Wahlrecht. Aktives Wahlrecht. Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? 5%. 5%. Wer darf bei den rund 40 jüdischen Maccabi-Sportvereinen Mitglied werden? Alle Menschen. Alle Menschen. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte. Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte. Das Wahlsystem in Deutschland ist ein Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt 5% Hürde. 5% Hürde. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind frei, gleich, geheim. Frei, gleich, geheim. Was ist in Deutschland die 5%ige Hürde? Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl des Parlaments für Deutschland. Des Parlaments für Deutschland. In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen. Nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen.
Was bekommen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vor einer Wahl? Eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde. Eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde. Warum gibt es die 5-prozentige Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. Es gibt sie, weil viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, nennt man Abgeordnete. Abgeordnete. Vom Volk gewählt wird in Deutschland der Bundestag. Vom Volk gewählt wird in Deutschland der Bundestag. Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? Bild 1. Bild 1. In Deutschland ist eine Bürgermeisterin ein Bürgermeister. Das Oberhaupt einer Gemeinde. Das Oberhaupt einer Gemeinde. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt? Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ungerechtfertigter Kündigung durch Ihre Chefin, Ihren Chef. Ungerechtfertigter Kündigung durch Ihre Chefin, Ihren Chef. Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig? Das Arbeitsgericht. Das Arbeitsgericht. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir meine Arbeitgeberin oder mein Arbeitgeber zu Unrecht gekündigt hat? Kündigungsschutzklage erheben. Kündigungsschutzklage erheben. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. Wenn jemand eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. Was macht eine Schöffin, ein Schöffe in Deutschland? Sie, er entscheidet mit Richterinnen, Richtern über Schuld und Strafe. Entscheidet mit Richterinnen, Richtern über Schuld und Strafe. Wer berät in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? Eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt. Eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt.
Was ist die Hauptaufgabe einer Richterin, eines Richters in Deutschland? Eine Richterin, ein Richter arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. Eine Richterin, ein Richter arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile. Eine Richterin, ein Richter in Deutschland gehört zur Judikative. Eine Richterin, ein Richter in Deutschland gehört zur Judikative. Eine Richterin, ein Richter gehört in Deutschland zur rechtsprechenden Gewalt. Rechtsprechenden Gewalt. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet eine Richterin, ein Richter? Für die Judikative. Für die Judikative. Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht? Prozess. Prozess. Was ist die Arbeit einer Richterin, eines Richters in Deutschland? Recht sprechen. Recht sprechen. Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland? Die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. Die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen. Was ist ein Beispiel für antisemitisches Verhalten? Den Holocaust leugnen. Den Holocaust leugnen. Eine Gerichtschefin, ein Gerichtsschöffe in Deutschland ist eine ehrenamtliche Richterin, ein ehrenamtlicher Richter. Eine ehrenamtliche Richterin, ein ehrenamtlicher Richter. Wer baute die Mauer in Berlin? Die DDR. Die DDR. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? 1933 bis 1945. 1933 bis 1945. Was war am 8. Mai 1945? Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? 1945. 1945. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht? 1933 bis 1945. 1933 bis 1945. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? 1933. 1933. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland eine Diktatur. Eine Diktatur. Das Dritte Reich war eine Diktatur. Das Dritte Reich war eine Diktatur. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? Freie Wahlen. Freie Wahlen. Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945? Der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg. Was kennzeichnete den NS-Staat?
Eine Politik des staatlichen Rassismus. Eine Politik des staatlichen Rassismus. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde bekannt durch das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde bekannt durch das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? 1938. 1938. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen „Wir sind das Volk"? Bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR. Bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR. Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als alliierte Besatzungsmächte bezeichnet? USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? Japan. Japan. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? 1949. 1949. Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Das Verbot von Parteien. Das Verbot von Parteien. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich. In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der sowjetischen Besatzungszone. In der sowjetischen Besatzungszone. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied der Europäischen Union (EU). Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied der Europäischen Union (EU). Wann wurde die DDR gegründet? 1949. 1949. Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? 4. 4. Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? 1 Großbritannien, 2 Sowjetunion, 3 USA, 4 Frankreich. 1 Großbritannien, 2 Sowjetunion, 3 USA, 4 Frankreich. Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Sektoren aufgeteilt? Berlin.
Berlin. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürgerinnen und Bürger von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell? Durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war Konrad Adenauer. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war Konrad Adenauer. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Wie heißt das jüdische Gebetshaus? Synagoge. Synagoge. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder? 50er Jahre. 50er Jahre. Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde der Staat Israel gegründet? Eine Resolution der Vereinten Nationen. Eine Resolution der Vereinten Nationen. Wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang? Für die Abschottung des Warschauer Pakts gegen den Westen. Des Warschauer Pakts gegen den Westen. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? 17. Juni. 17. Juni. Welcher deutsche Staat hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz? DDR. DDR. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? 1961. 1961. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? 1961. 1961. Was bedeutet die Abkürzung DDR? Deutsche Demokratische Republik. Deutsche Demokratische Republik. Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet? 1989. 1989. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Brandenburg. Brandenburg. Von 1961 bis 1989 war Berlin durch eine Mauer geteilt. Von 1961 bis 1989 war Berlin durch eine Mauer geteilt. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der deutschen Einheit.
Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch von einer Diktatur zur Demokratie. In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch von einer Diktatur zur Demokratie. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Thüringen. Thüringen. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Sachsen. Sachsen. Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit. Mit der Abkürzung Stasi meinte man in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehörten? Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Zu wem gehörte die DDR im Kalten Krieg? Zum Warschauer Pakt. Zum Warschauer Pakt. Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR? Planwirtschaft. Planwirtschaft. Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat? Die heutigen 5 östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Die heutigen 5 östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gehören die neuen Bundesländer nun auch zur Europäischen Union. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gehören die neuen Bundesländer nun auch zur Europäischen Union. Woran erinnern die sogenannten Stolpersteine in Deutschland? An die Opfer des Nationalsozialismus. An die Opfer des Nationalsozialismus. In welchem Militärbündnis war die DDR Mitglied? Im Warschauer Pakt. Im Warschauer Pakt. Was war die Stasi? Der Geheimdienst der DDR. Der Geheimdienst der DDR. Welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik? Bild 4. Bild 4. Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Landesweite Streiks und ein Volksaufstand. Landesweite Streiks und ein Volksaufstand. Welcher Politiker steht für die Ostverträge? Willy Brandt. Willy Brandt. Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? Bundesrepublik Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 84 Millionen. 84 Millionen. Welche Farben hat die deutsche Flagge?
Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Helmut Kohl. Helmut Kohl. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Der Bundesadler. Der Bundesadler. In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik, DDR? 1949 bis 1990. 1949 bis 1990. Wie viele Bundesländer kamen bei der Wiedervereinigung 1990 zur Bundesrepublik Deutschland hinzu? 5. 5. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit 1990. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit 1990. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag? An die Opfer des Nationalsozialismus, Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. An die Opfer des Nationalsozialismus, Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Deutschland ist Mitglied des Schengener Abkommens. Was bedeutet das? Deutsche können in viele Länder Europas ohne Passkontrolle reisen. Deutsche können in viele Länder Europas ohne Passkontrolle reisen. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Schweiz. Schweiz. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Polen. Polen. Was bedeutet die Abkürzung EU? Europäische Union. Europäische Union. In welchem anderen Land gibt es eine große deutschsprachige Bevölkerung? Österreich. Österreich. Welche ist die Flagge der Europäischen Union? Bild 2. Bild 2. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Dänemark. Dänemark. Wie wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 allgemein genannt? Deutsche Wiedervereinigung. Deutsche Wiedervereinigung. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Luxemburg. Luxemburg. Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle 5 Jahre. 5 Jahre. Was bedeutet der Begriff europäische Integration? Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Tschechien. Tschechien. Wo ist ein Sitz des Europäischen Parlaments? Straßburg. Straßburg. Der damalige französische Staatspräsident François Mitterrand
und der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? Frieden und Sicherheit in den Ländern der Europäischen Union. Frieden und Sicherheit in den Ländern der Europäischen Union. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute? 27. 27. 2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der Römischen Verträge gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge? Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament? Straßburg, Luxemburg und Brüssel. Straßburg, Luxemburg und Brüssel. Durch welche Verträge schloss sich die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen? Durch die Römischen Verträge. Durch die Römischen Verträge. Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro in bar? 2002. 2002. Frau Seeger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten? Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? Die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Mike und Sibylle wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Was müssen sie vorher tun? Sie müssen die Demonstration anmelden. Sie müssen die Demonstration anmelden. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Das Abitur. Das Abitur. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? Anne, 13 Jahre, und Tim, 25 Jahre. Anne, 13 Jahre, und Tim, 25 Jahre. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? 18. 18. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt dieser Schutz? Mutterschutz. Mutterschutz. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe der Eltern. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe der Eltern. Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung? Die Eltern. Die Eltern. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man gut ausgebildet ist. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man gut ausgebildet ist. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, kann man dafür bestraft werden. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, kann man dafür bestraft werden.
In Deutschland darf man zur gleichen Zeit nur mit einer Partnerin, einem Partner verheiratet sein. In Deutschland darf man zur gleichen Zeit nur mit einer Partnerin, einem Partner verheiratet sein. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Beim Einwohnermeldeamt. Beim Einwohnermeldeamt. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Die Ehegatten führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Die Ehegatten führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Jugendamt. Jugendamt. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? Eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. Eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an einem Abendgymnasium. Das kann sie an einem Abendgymnasium. Was darf das Jugendamt in Deutschland? Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der Lehrstellensuche. Hilft bei der Lehrstellensuche. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Anwesenheitspflicht. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Anwesenheitspflicht. Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? An einem Abendgymnasium. An einem Abendgymnasium. Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, werden bestraft. Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, werden bestraft. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken? Am Rosenmontag. Am Rosenmontag. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? Zum Standesamt. Zum Standesamt. Wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland? Um 22 Uhr. Um 22 Uhr. Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun?
Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig? Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als 10 Sprachen zur Auswahl. Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als 10 Sprachen zur Auswahl. In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von 3 Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von 3 Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung zur Weiterbildung. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung zur Weiterbildung. Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? Einen Tannenbaum schmücken. Einen Tannenbaum schmücken. Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt? Ein Mann ist mit 2 Frauen zur selben Zeit verheiratet. Ein Mann ist mit 2 Frauen zur selben Zeit verheiratet. Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland zum Jugendamt. Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland zum Jugendamt. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. Das Briefgeheimnis. Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? Die Unterstützung einer Anwältin, eines Anwalts. Die Unterstützung einer Anwältin, eines Anwalts. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrer Ansprechpartnerin, Ihrem Ansprechpartner in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Ich kann mich bei der Behördenleiterin, beim Behördenleiter beschweren. Ich kann mich bei der Behördenleiterin, beim Behördenleiter beschweren. Eine Frau, die ein 2-jähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie Mutter ist. Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie Mutter ist. Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er im Rollstuhl sitzt. Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er im Rollstuhl sitzt. In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine Hausordnung. Was steht in einer solchen Hausordnung? Sie nennt Regeln, an die sich alle Bewohnerinnen und Bewohner halten müssen. Sie nennt Regeln, an die sich alle Bewohnerinnen und Bewohner halten müssen. Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie Einspruch einlegen. Müssen Sie Einspruch einlegen.
Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf Gleichbehandlung. Das Recht auf Gleichbehandlung. Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden? Wahlhelferin, Wahlhelfer. Wahlhelferin, Wahlhelfer. Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in Zukunft sehr schnell. Was kann man tun? Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. Frau Frost arbeitet als fest angestellte Mitarbeiterin in einem Büro. Was muss sie nicht von ihrem Gehalt bezahlen? Umsatzsteuer. Umsatzsteuer. Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Problemen mit der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber? Der Betriebsrat. Der Betriebsrat. Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten? Die Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist. Woraus begründet sich Deutschlands besondere Verantwortung für Israel? Aus den nationalsozialistischen Verbrechen gegen Juden. Aus den nationalsozialistischen Verbrechen gegen Juden. Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er eine dunkle Haut hat. Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er eine dunkle Haut hat. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? Den Fernseher reklamieren. Den Fernseher reklamieren. Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist. Weil es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist. Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das? Jeder kann glauben, was er möchte. Jeder kann glauben, was er möchte. Was ist in Deutschland ein Brauch zu Ostern? Eier bemalen. Eier bemalen. Pfingsten ist ein christlicher Feiertag. Pfingsten ist ein christlicher Feiertag. Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? Das Christentum. Das Christentum.
In Deutschland nennt man die letzten 4 Wochen vor Weihnachten die Adventszeit. In Deutschland nennt man die letzten 4 Wochen vor Weihnachten die Adventszeit. Aus welchem Land sind die meisten Migrantinnen und Migranten nach Deutschland gekommen? Türkei. Türkei. In der DDR lebten vor allem Migrantinnen und Migranten aus Vietnam, Polen und Mosambik. In der DDR lebten vor allem Migrantinnen und Migranten aus Vietnam, Polen und Mosambik. Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter. Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter. Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland? Italien. Italien.